Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de, und was ihr eben gehört habt, das ist die Melodie, die ich euch heute mal zeigen möchte, also wie wir diese Melodie auf dem Klavier spielen, Schritt für Schritt. Aus der Spielereihe The Legend of Zelda ist das der Song of Storms. Ihr findet auch hier oben nochmal mein Piano-Cover dazu, das habe ich letzte Woche hochgeladen. Ein wirklich sehr, sehr schöner, ja, cooler, kleiner Song, schöne, coole Melodie, die man wirklich einfach auf dem Klavier spielen kann, wenn man das so Schritt für Schritt durchgeht, was wir hier in diesem und auch im nächsten Video tun werden, denn ich werde dieses Tutorial in zwei Parts aufgliedern. Im ersten Part schauen wir uns erstmal an, was die rechte Hand hier spielt, und dann im zweiten Part nehmen wir die linke Hand mit dazu und spielen dann auch beide Hände mal zusammen. Ne? Wirklich, wie es immer so ist beim Klavierspielen, beim Klavierüben, Schritt für Schritt. Erst die eine Hand, dann die andere. Ihr kennt es, damit wir also hier ganz in Ruhe das Ganze üben können und uns dabei auch nicht verhaspeln. So viel erstmal zum Aufbau und der Vorrede. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der rechten Hand an. Bevor wir starten, kleiner Reminder noch, unten in der Videobeschreibung findet ihr meinen kostenlosen Piano-Crashkurs. Falls ihr wirklich von Grund auf das Klavierspielen lernen wollt, da gerne mal reinschauen, ist wirklich völlig kostenlos und ich zeige euch da die 10 Grundlagen des Klavierspielens. Wenn ihr dann noch mehr Interesse habt, dann könnt ihr auch mal meinen Piano-Anfängerkurs euch anschauen, findet ihr auch alles in der Videobeschreibung. Würde ich mich sehr freuen. Aber jetzt starten wir hier mit unserem Tutorial Song of Storms. Und zwar, die rechte Hand spielt Folgendes. Und zwar starten wir hier. Ich spiele euch mal den ersten Teil hier vor der Melodie. Bis dahin erstmal, ja? Das ist so dieser Anfang, ne? Wir spielen D-Moll, E-Moll, F-Dur. Das sind die Akkorde, die wir hier aufgebrochen allerdings am Anfang spielen. Warum aufgebrochen? Ne? Wir schlagen ja hier nicht D-Moll so an, sondern schlagen hier nur von dem D-Moll das F und das A an, ja? Genau so. Springen dann hier zum E und schlagen im Prinzip E-Moll an, aber im Wechsel. Ja, also ne, E-Moll, E, G und H und schlagen jetzt also hier E und dann das G und das H an. Ganz wichtig hierbei ist der Rhythmus. Also genau in diesem Rhythmus, in dieser Geschwindigkeit, wie ich das hier so anschlage. Ja, das ist wichtig, damit wir dann später mit der linken Hand nicht durcheinander kommen. Die linke Hand hilft uns aber auch ein bisschen dabei, den Rhythmus einzuhalten, weil die im Prinzip das ergänzt, ja. Das ist dann mit der linken Hand. Kommen wir aber im nächsten Video dazu. Hier erstmal ganz wichtig. Ja. Also wir sind wirklich nur ganz kurz auf dem E und springen dann hier, ne, auf das G und das H. Hier zweimal F und A und dann E und G und H. Das ist der erste kleine Unterabschnitt und den kann man dann auch erstmal soweit in Ruhe üben. Fingertechnik, Fingerhaltung. Also, du siehst, ich habe hier den Daumen auf dem E und dem kleinen Finger auf dem H. Ja, also, und dann jeden dieser Finger auf einer weißen Taste dazwischen, weil wir genau diese Töne hier brauchen. Ich mache es mir so einfach wie möglich, weil ich hier das G und das A mit dem Zeigefinger und dem Ringfinger anschlage und dann, du siehst es, hier mit dem Daumen das E und dann noch mit dem Mittelfinger und dem kleinen Finger das G und das H. Und dadurch, siehst du, muss ich meine Hand gar nicht weiter bewegen. Ja? Ich springe wirklich einfach hier nur im Wechsel mit den Fingern.
Das heißt, meine Hand bleibt ganz entspannt liegen und nur die Finger schlagen natürlich hier dann im Wechsel diese Tasten an. Ja, das ist halt einfach, sage ich mal, die beste Methode. Man guckt ja als Pianist, man ist ja als Pianist im Grunde faul in dem Sinn, dass man immer guckt, okay, wie kann ich jetzt so spielen in der Fingerhaltung, dass ich die wenigsten großartigen Bewegungen machen muss. Ne? Aber warum macht man das? Einfach damit man sozusagen sich hier halt unnötige Bewegungen spart, die einen vielleicht im Spiel durcheinander bringen könnten. Ne? Deswegen machen wir es ganz einfach mit dieser Fingerhaltung. Musst du nicht so machen, aber ich würde es dir an der Stelle empfehlen. Ja, es ist wirklich passend hier an der Stelle. Muss man natürlich dann nur sich daran gewöhnen, dass man wirklich hier zum Beispiel natürlich dann die beiden Finger, also den Zeigefinger und den Ringfinger, nicht mit dazu nimmt, sondern dass die hier still liegen bleiben. Ne? Das ist was, das sieht jetzt einfach aus, aber wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, dann muss man das auch erstmal trainieren. Okay, so viel jetzt aber dazu zur Fingerhaltung. Jetzt geht's weiter. Selber Rhythmus, aber jetzt schlagen wir von F-Dur das A und das C an. Ne? Das wäre F-Dur, aber wir schlagen hier nur das A und das C an, wieder zweimal. Gehen wieder hier runter, ne, mit dem Daumen, der Daumen ist hier, wieder hier runter zum E. Und dann, das hatten wir eben schon, schlagen wir wieder hier das G und das H an. Aber diesmal, ja, weil wir ein Stück hochgegangen sind, diesmal mit dem Zeigefinger und dem Ringfinger, ne? Und wieder genau dasselbe wie eben. Siehst du, ich muss meine Hand gar nicht groß bewegen. Ich kann einfach schön liegen bleiben. Die Finger sind schon genau an den richtigen Positionen, um hier ganz entspannt diesen Rhythmus, diese Melodie anzuschlagen. In dem Moment, wo wir jetzt zum zweiten übergehen, zack, bewegt sich die Hand ein Stück höher und wir schlagen hier die beiden Töne mit Mittelfinger und Kleinfinger an. Ja? Das muss man natürlich erstmal üben, hier diesen kleinen Übergang auch, ne, dass wir hier ein Stück hochgehen. Und das ist dann der ganze Abschnitt. Das Ganze wiederholt sich jetzt einfach nochmal, ja. Das heißt, diesen Abschnitt wiederholen wir zweimal. Und jetzt geht es weiter mit folgendem Part. Ich spiele ihn dir einmal komplett vor. Bis dahin erstmal, ja. Das ist jetzt ein bisschen insofern knifflig, dass wir uns jetzt hier wirklich mal hochbewegen. Also wir bewegen uns jetzt hier aus unserer Komfortzone raus, wo wir hier schön mit der Hand liegen geblieben sind. Gehen hier hoch und gehen mit dem Daumen auf das D, mit dem Zeigefinger auf das F und hier oben sind wir auch wieder mit dem kleinen Finger auf dem D. Ja, also wir müssen uns hier ein bisschen strecken. Anders geht's nicht, weil wenn wir jetzt hier so liegen bleiben würden, dann müssten wir ja hier, zack, ich habe es ja gesagt, Pianisten sind faul, wir wollen nicht so große Sprünge machen. Ja, dann müssten wir ja hier hochspringen. Also du siehst, da kann man sich schnell mal verhaspeln. Wenn ich so liegen bleibe, muss ich zwar die Hand strecken. Das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ich bin hier direkt schon auf der Taste, die ich brauche. Also auf dem D und kann hier ganz easy das so anschlagen. Jetzt schlagen wir also an. Nacheinander D, E und D. Im Prinzip D-Moll wieder, ne? Ich hatte es ja gesagt, das sind eigentlich immer wieder dieselben Akkorde, die sich wiederholen. Jetzt sind wir wieder D-Moll, aber wir lassen hier den Ton weg und wiederholen das D von hier unten, hier oben nochmal. Ja? D, F, D. Das Ganze zweimal. Ja, das erstmal üben und dann springen wir hier hoch und spielen diesen Part. Ja, also hier müssen wir uns dann doch mal jetzt hoch bewegen. Zack. Und am besten so, dass wir mit dem, wieder Richtung Fingerhaltung, dass wir hier mit dem Ringfinger auf dem E sind, weil dann können wir uns auch hier wieder, ohne dass wir die Hand groß bewegen müssen, genau dasselbe wie vorhin auch schon, können wir also hier die Töne anschlagen.
Und dann spielen wir E, F, E, F, E, C und A. In diesem Rhythmus. Ja? Finde ich, klingt doch schon sehr cool, oder? Dieses. Und jetzt kommt so eine harmonische Wiederholung. Jetzt gehen wir hier runter und spielen das hier. Ja, das finde ich doch, es ist doch echt eine coole, coole Melodie, oder? Also, jetzt müssen wir uns wieder bewegen. Jetzt gehen wir wieder, also eben waren wir hier oben mit dem Ringfinger auf dem E und jetzt gehen wir hier runter, ne? Wir sind ja hier auf dem Daumen gelandet. Ja, und jetzt, zack, gehen wir hier runter. Jetzt haben wir eine ganz kleine Pause, eine wirklich Mini-Pause, aber in dieser Pause können wir uns hier runter bewegen und dann können wir hier mit dem Ringfinger nochmal das A anschlagen. Und dann spielen wir den Teil hier, ja? Also A, D, jetzt gehen wir wieder hoch, F, G, A und dann wiederholt sich das Ganze nochmal. A, D, F, G, aber jetzt gehen wir nicht wieder zum A, sondern hier zum E. Ich lege wieder so die Hand, dass ich wirklich hier nur einen ganz kleinen Sprung machen brauche. Und zwar das Einzige, was ich bewegen muss, ist dann hier der Daumen. Ne? Deswegen mache ich auch hier wieder den Ringfinger auf dem A. Ne? Der Daumen spielt erst das D und dann bei der zweiten Wiederholung landet er dann hier auf dem E. Ja? Zack. Ne? Da ist er dann auf dem E. Schlägt im Prinzip zweimal das D an und dann das E. Der Daumen. Ja. Und das ist schon der erste Teil der Melodie. Ich wiederhole diesen ganzen Abschnitt nochmal. Wir springen mit dem Ringfinger hier hoch. Zeigefinger auf dem C, Daumen auf dem A. Und jetzt, zack, springen wir wieder mit dem Ringfinger runter. Und enden hier erstmal. Ja, was heißt enden? Also wir sind dann hier erstmal auf dem E. Und jetzt wiederholt sich das Ganze nochmal. Aber hier ist der Unterschied. Ne? Ich wiederhole den anderen Part jetzt nicht nochmal. Ja, wir gehen wieder hier runter. Also das Ganze wiederholt sich. Wir gehen wieder hier runter, sind wieder mit dem Ringfinger hier auf dem A. Und jetzt spielen wir diese Melodie. Ne, davor hatten wir den Teil und jetzt spielen wir etwas kürzer und landen dann direkt hier wieder auf dem D. Ja, also A, D, F, G, A und dann nochmal A und D. Ja? Okay. Und das ist auch schon alles eigentlich, was die rechte Hand dann spielt. Wir gehen danach wieder hier runter, das zeige ich gleich, und dann wiederholt sich das Ganze wieder von vorne und dann kann man das, ja, wenn man will, unendlich so weiterspielen. Also nochmal, ich wiederhole nochmal diesen Abschnitt und dann wiederhole ich nochmal alles, ja? Und zack. Dann geht es hier weiter. Ja, also hier geht es wieder von vorne los. Entweder man endet hier, wenn man sagt, okay, jetzt würde ich nicht mehr weiterspielen, oder es würde dann immer so weitergehen. Die Melodie fängt immer wieder von vorne an. Also man springt dann sofort, zack, hier wieder hin und nimmt wieder die Fingerhaltung ein, die wir am Anfang hatten. Und dann wiederholt sich alles wieder.
siehst, hier geht es dann wieder von vorne los. Genau, und das ist eigentlich schon alles, was die linke Hand hier spielt, was es hier zu beachten gibt. Wie gesagt, ich habe dir hier einiges zur Fingerhaltung gezeigt. Du musst es natürlich nicht so machen, wie ich es mache. Ja, du kannst auch deine eigene Fingerhaltung hier finden. Das ist, finde ich, die angenehmste. Dann kann man natürlich auch als Variation, das zeige ich aber im nächsten Video auch nochmal, hier oben zum Beispiel spielen. Ja, da kann man dann einfach auch, wenn man möchte, hier noch ein bisschen höher spielen. Klingt auch schön, das hier oben zu spielen, ja. Also das ist noch eine kleine Variation auf der rechten Hand. Probier dich da einfach mal aus, auch die Melodie hier mal weiter oben zu spielen. Oder hier dann den Anfang, ja. Also das kann man natürlich dann auch in verschiedenen Oktaven spielen, wenn man möchte. Und das war's schon mit diesem ersten Part. Also jetzt kannst du schon die Melodie hier ganz easy, hoffe ich, auf der rechten Hand spielen. Ganz wichtig, ja, mach erstmal wirklich Abschnitt für Abschnitt. Also geh immer erst zum nächsten kleinen Übungsabschnitt weiter, wenn du den Abschnitt soweit beherrschst. Das ist dann ganz wichtig, damit du das dann auch wirklich am Ende fließend spielen kannst. Erst einen Abschnitt richtig super spielen, 100.000 Mal wiederholen, bis du es kannst und dann zum nächsten übergehen wieder. Ne? Ja, und im nächsten Part nehmen wir dann die linke Hand mit dazu und dann können wir uns hier schon richtig der Melodie widmen mit Begleitung. Dann nehme auch das Haltepedal mal mit dazu und dann kriegen wir hier schon unsere Melodie zustande. Das aber im nächsten Part. Dann würde ich sagen, trainier erstmal die rechte Hand und wenn du die rechte Hand wirklich gut drauf hast, geh dann zum nächsten Part über, wo ich dir zeige, ja, wie wir die linke Hand spielen und dann auch beide Hände zusammennehmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann gerne auch ein Like dalassen. Ansonsten sowieso gerne auch Kommentare dalassen, was ihr euch auch mal wünschen würdet, was ich vielleicht als Tutorial mal machen soll, welchen Song, welches Lied. Nehme ich gerne auf. Ich bin immer bereit, auch neue Songs zu üben, die ich noch nicht kann. Das macht mir besonders viel Spaß. Ja, dann euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann.